Ja, hallöchen ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einer 15. Folge von Metal Gear Solid und wir müssen jetzt die Karte, die wir noch haben, einfrieren, damit sie ihre Form verändert und damit wir den zweiten Kontrollpunkt ausschalten, um natürlich Metal Gear auszuschalten. Deswegen müssen wir zu Ravens Areal hingehen, wo wir gegen ihn gefightet haben und dort die Karte dementsprechend einfrieren. Danach müssen wir die Karte heiß machen. Au. Denn dann haben wir den ganzen Kontrollpunkt erledigt, beziehungsweise die 3 Kontrollschalter erledigt, oder aktiviert, besser so gesagt. Und dann kann der auch nicht mehr viel machen, der Metal Gear, hoffentlich. So, hier sind noch immer überall Raben. Wir müssen gucken, dass es sich verwandelt. Durch erhöhte oder niedrige Temperaturen ändert sich die Form der Karte. Clever gemacht. Auf jeden Fall haben wir auch in der letzten Folge was vom Fox-Teil gehört. Das werden wir hoffentlich noch in dieser Folge hören oder ja, verstehen, was das ist. Wenn nicht, dann in der nächsten Folge. Eins von beiden auf jeden Fall. Mehr will ich da aber jetzt nicht verraten. So, und man beschuldigt natürlich Naomi. Oder, ja, Naomi wird auf jeden Fall, ja, wie soll man das nicht ausdrücken? Der Spionage verdächtigt. Da muss man halt gucken, was das ist oder was sie genau vorhat. Was da halt vor sich geht. So, hast du dich jetzt... Ja, jetzt hat sie sich verwandelt, die Karte. Und nun können wir die Karte dementsprechend aktivieren, beziehungsweise den zweiten Kontrollpunkt aktivieren. Ach scheiße, da war ja was. So viele Kameras, das ist so Verschwendung pur. Also wenn die Kameras überall so verteilt wären, das wäre natürlich clever, aber alle auf einer Position quasi, das ist Verschwendung. Ach scheiße. Nein. Ach, da ist die Party. So, dann wieder ganz nach oben. Das sind halt die Hin- und Her-Missionen. Das ist aber auch das einzige Zähe an Metal Gear Solid, finde ich. Der Rest ist ja so flüssig vonstatten gegangen, aber bei diesen Karten immer hin und her laufen, ja, wem es gefällt. Wenn hier wenigstens so eine, keine Ahnung, so eine Musik wäre wie bei Metal Gear Solid 3 Snake Eater, wenn man eine längere Passage oder so läuft, kommt eine schöne Musik. Hier kommt halt so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen aggressive Musik, aber doch schon eine Schlachtfeldmusik quasi. Und jetzt müssen wir unseren Liebling hier nochmal anschauen, denn hier ist ja eine Patrouille und bis jetzt habe ich sie nicht wirklich erfolgreich getötet. Okay. Vielleicht brauche ich ihn auch nicht zu töten, einfach umgehen. So, jetzt müssen wir hier aufpassen wegen den Kameras. Wenn die Kameras uns erwischen, dann war's das. Schön. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3.
Warm the key. Jip. Wir müssen unsere Keys, beziehungsweise unseren Key heiß machen. Und zwar gehen wir dahin, wo wir auch die Armor bekommen haben. Zumindest in der Nähe. Ja, ein bisschen ziehen wäre nicht schlecht von mir. Ich bin weg. Was mich aber irritiert ist, in der letzten Folge waren ja in diesem Kontrollbüro, sage ich mal, hier, da wo wir eben gerade waren, wo wir die Karte reingesteckt haben, war da Liquid Snake und Ocelot, aka Shalashaska. Und irgendwie waren die auf einmal weg und haben die Tür offen gelassen. Sie haben ja gesagt, komm, versuche es doch mal hier rein. Sie haben die Tür geschlossen und sagten, ja, wir haben hier eine die Fenster sind aus Panzerglas und da kannst du halt nicht durch. Was mich irritiert ist, wo sind die hin? Warum haben sie die Tür offen gelassen? Das irritiert mich ein bisschen. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir kriegen Antworten. Denn das ist schon ein bisschen strange. So, dann werden wir hier wieder eine Shaft werfen. So. Ach, wir müssen ja den ganzen Fahrstuhlkram nochmal hoch. Ja, müssen halt hoch. Mist. Das wird doch länger dauern, als ich dachte. Da ist das Blut von Raven. Ja. Wenn ihr ein paar Folgen verpasst habt, holt sie nach auf jeden Fall. Es ist wirklich schön, das Spiel. Also das Spiel sollte man nicht einfach so mal zu schauen. Man sollte schon das Ganze schauen. Denn es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Nicht umsonst von vielen Leuten so sehr geliebt, dass das beste Metal Gear gekennzeichnet wird. Wobei ich da, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein schlechtes Metal Gear Teil ist, aber für mich ist ein anderer Teil, den wir noch spielen werden, etwas besser. Aber naja. Ist halt Geschmackssache. Ich verstehe, warum dieses Spiel so sehr gehypt wird, noch immer, und so geliebt wird. Und wir müssen warten, bis wir endlich oben sind. Oje, oje. Dabei habe ich auch nicht viel zu sagen. Ich hoffe, hier passiert jetzt noch... Ah, ja. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called FOXHOUND? No. FOXHOUND. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently, FOXHOUND kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? Nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest.
Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the FOXHOUND vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Oh Mann. Nun, FOXHOUND ist ein Virus. Aber was mich so interessiert, ist, woher Master Miller weiß, dass der DARPA-Chef Octopus war. Woher weiß er das? Das haben wir ihm nie erzählt. Fuck. So. Das frage ich mich gerade. Woher weiß er das? Was schade ist, dass Naomi wohl oder übel eine Verräterin ist. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt, was Sache ist. Auf jeden Fall schon spannend. Auf jeden Fall, Naomi ist vom Einsatz, sage ich mal, befreit. Das habe ich nett ausgedrückt, oder? Sie wird auf jeden Fall jetzt nichts mehr... War hier nicht mal eine Ration? Nee. Sie wird uns auf jeden Fall momentan nicht belästigen. Gut. Bin ich jetzt richtig oder muss ich noch weiter... Na, ich bin hier richtig. So. Hier auf jeden Fall muss ich bleiben, damit die Karte warm wird. Das kann einige Minuten dauern. Aber es hat schon eine Berechtigung, warum das so lange dauert, weil wenn wir jetzt die Karte haben und dann durch diese durch das Warenhaus, durch das Gefrierhaus, weiß was ich was, wo wir Raven erledigt haben, laufen, dann verwandelt sie sich, die Karte, wieder in Eis. Da ist sie. Und deswegen ist es schon gut, dass es so lange dauert. Wobei wir sie eh jetzt wechseln werden. Nicht, dass sie uns noch zu normal wird. Also gelb. Das haben wir natürlich nicht vor. Ja, du hast mich gesehen. Ich verstehe dich. Meine Fresse. Aufreger pur. Achso, es guckt nur zu mir. Also auf die andere Seite. Ich habe die schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Aber naja, okay.
kurz gucken, ob die noch warm ist. Ja. Hier sind noch immer die Raben. Fragt mich, ob sie wissen, dass ihr Herr... Oh. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes. But not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined FOXHOUND. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About FOXDIE? FOXDIE is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. FOXDIE contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die.
The TNF epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use FOXHOUND. Huh? You weren't? No. You were injected with FOXHOUND as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that FOXHOUND was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Oh Mann. Wir wurden also trotzdem infiziert. Zwar nicht von ihr, aber wir wurden trotzdem infiziert, glaube ich, von FOXHOUND. Damit es keine Zeugen gibt, oder wie? Naja, das werden wir wohl später erfahren. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Folge schließen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich mit mehr Wahrheiten. Viel mehr Wahrheiten. Naja, gut. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.